Rosa Leute, hier ist wieder Draglinus mit Let's Play Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. In diesem Part werden wir eine Sache abschließen. Er wurde zerquetscht am Ende von der Skullface-Saga und es wird Zeit, ihn zurückzuholen. Volgin. Meine Ausrüstung, alles okay. Ein Fahrzeug brauche ich, denke ich mal, nicht. Wir sind natürlich schon zu der Erkenntnis gelangt, was mit ihm los ist, aber Big Boss, er muss noch abschließen. Warum ausgerechnet in dem Supply Outpost, wo wir schon so oft gewesen sind? Ist mir ein Rätsel, aber okay. Von mir aus. Es ist nur hart darin rumzuschleichen. So. Aufklären heute. Dann bin ich schon mal glücklich. Könnt ihr auch aus Notfall als weitere Ablenkung noch einen Helikopter rufen oder sowas. Wir werden sehen. Nebenbei, hier wird auch noch eine der Hauptmissionen stattfinden. Wir haben jetzt extrem Unterstützung freigeschaltet. Und wenn ihr euch erinnert, das war die Mission mit den 7 Panzern. Und aus irgendeinem Grund habe ich eine Redo-Mission davon zur Verfügung. Ich hoffe, nicht so viele dieser Missionen aus dem Endgame werden Repeats sein. Ansonsten verstehe ich nämlich sofort schon die Sache mit, das Endgame fällt ziemlich in sich zusammen nach den ersten Credits. Analysis complete. Kann sein, dass wir es bald herausfinden werden, was damit gemeint war. Development complete. No biggie. Ich nehme mich mit nach Hause. Und noch viele andere. Schlechter Zeitpunkt für ein Fahrzeug. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis complete. Du kannst mir nebenbei Deckung geben, wenn du möchtest. Aber bitte besser als in der letzten Folge. Wo wäre er denn? Ich sehe schon, wie ich hier entkommen werde. Ah, vielen Dank. Ich wollte schon sagen, nicht dadurch entdeckt werden, dass ich irgendwo hochklettere. Analysis complete. Analysis complete. He's coming too. Roger that. Sie denken, dass Quiet noch woanders ist. Den Helm? Natürlich hat er einen Helm.
Hinten Analysis complete. werde ich verkraften. Der Typ dachte wohl, ich bin quiet oder so. Nun, er kann es ja nicht wissen aus der Entfernung. Er weiß ja nicht, wer der Scharfschütze ist. Aber er hat mich nicht direkt entdeckt und als mich identifiziert. Interessant, dass es dann einen anderen Status gibt. Analysis complete. Quiet leistet auf jeden Fall bessere Arbeit als im letzten Part. So sieht's aus. Wie war das nicht der Kopf? Gut genug. Das ist nicht der. Ich sehe ihn. Analysis complete. Er ist tatsächlich außer Gefecht gesetzt. Was auch nur logisch ist. Es ist wirklich Volgins Körper, wie ich vermutet habe. Es ist so ziemlich bewiesen damit. Und Analysis complete. er kann ohne Mantis nicht operieren. To extract him. Keine prozentige Wahrscheinlichkeit. He's coming too. Roger that. Er hat doch dieselben Narben. Hat er jetzt eine Maske? Wie auch immer. Aber die Narben sind so ziemlich dasselbe. Nur, sie sind ein bisschen unkenntlicher. Vor allen Dingen hier an der Wange die Narben. Vielleicht auch durch die Maske. Development complete. Für eine Sekunde dachte ich, der hat eine Armbrust. Ich weiß nicht, was der vorhatte.
War das alles nur Einbildung oder war ein Fünkchen Rache, was er selbst ohne Mantis manifestieren konnte? Nebenbei, für diejenigen, die am Anfang gezweifelt haben, dass es Volgin ist. Und wenn es schon nicht sein Aussehen, ne, dann wenigstens seine Kleidung und dass er am Fuß diesen Stern mit diesem CCCP hatte. Und der Schleichanzug, den ich noch vor 3 Parts getragen habe, als wir das Finale gemacht haben, der aus derselben Sowjetregion stammt, hat ebenfalls dieses CCCP an der Schulter. Nur als kleines weiteres Detail. I barely recognize you, Colonel. Skullface used your thirst for revenge against Big Boss, did he? I've updated the mission list. We've received some new job offers. The details are on your iDroid. Damit haben wir ihn im Gewahrsam. Ist wahrscheinlich genauso eine schlechte Idee wie Sir Lanthropus, weil auch er jetzt in der Nähe von Mantis ist. Oh Mann. Verantwortlich für den Boss-Tod, weil er eine Nuklearrakete abfeuerte, was letztendlich nur ein abgekartetes Spiel von Coldman war. Aber dennoch, es sorgte dafür, dass, um die Unschuld zu beweisen, Amerika musste seine Heldin opfern. Das war eine Grammatik. Egal. Ihr versteht schon. Snake Eater Mission. Und dann kamen wir dazu, dass Big Boss The Boss töten musste. Wegen ihm. Und weil das alles nur ein abgekartetes Spiel war, um das Erbe der Philosophen in die Hände zu bekommen. Und wisst ihr, wer das jetzt hat? Zero. Cypher. Ich hätte mir noch gewünscht, dass wir einen Kampf gegen ihn gehabt hätten, aber wer weiß, vielleicht kommt's noch. Ich erinnere mich noch an eine Szene, wo er durchaus vorkommen könnte. Und selbst wenn nicht, eigentlich hatten wir ja schon einen Kampf gegen ihn in Soyaba Diabulu. Man sollte nicht unterschätzen, dass das vielleicht ein Boss war. Okay. Natürlich Mantis. Hier in der Quarantänezone. Ja, Gasmasken nicht unbedingt Mantis, aber wenn ich in Metal Gear und Gasmasken in Verbindung bringe, entsteht dabei automatisch Psycho Mantis. Und da sind wir noch irgendwo bei Eli. Wir sind auf der Quarantäne-Plattform. Roger. Das ist vielleicht weit genug weg von Mantis Einfluss, um uns keine Probleme zu machen. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Ich frage mich nebenbei, ob noch Scouts irgendwo frei rumlaufen, wenn wir schon mal hier sind. This is B-Quad. On station at LZ. Ich würde sagen, der Rest ist Parts Nebenmission und so weiter und dann im nächsten Part geht's weiter. Aber wir gucken erstmal, was die abgedatete Missionsliste macht. Ja, das ist unsere echte Base. Interessant, dass man die Quarantäne-Plattform von der echten Base aus sehen kann und umgekehrt. Schönes Detail. Bei der Tierplattform ist das hier anders. Side Ops list updated. Mission list updated. Side Ops List updated. Was? Ich hatte diese Mission nicht zur Verfügung. Mal gucken. Materialcontainer, Panzerfahrzeugeinheit. Das ist doch genau da, ne? Please select a landing zone. Heading to Afghanistan. Ja, der Dolmetscher ist genau daneben. Alle Verbesserungen entgegennehmen. Genau, quiet, ein Fahrzeug, denn wir werden uns noch bewegen.
Und ansonsten starten wir. Irgendwann in 2015 ist es zur Angewohnheit geworden, oder vielleicht schon am Ende von 2014, dass meine Parts immer eine halbe Stunde lang sind. Dabei habe ich mich früher auf 20 Minuten Parts geeinigt. Bei Bloodborne habe ich es ja auch größtenteils eingehalten, aber dann gibt es doch wieder die 50 Minuten Parts und 30 Minuten als Mindestmaß. Aber irgendwo muss man auch sagen, es ist möglich. Na? Wir sind mittendrin. Mal gucken, wie es wird. Wir setzen auf jeden Fall dann einen Marker dahin. Das sollten die 2 Missionen sein, die wir machen. Und ansonsten gebe ich jetzt Kassettenunterstützung. 43 haben wir noch. Oh, das interessiert mich. Ist ja auch aktuell. You mentioned that the man on fire was crushed under Sahelanthropus in its hangar. Yeah. The wheels of its transport platform. But his body wasn't found. What? We searched the area the moment we arrived, but there was no trace of him. I wasn't hallucinating. I know. I trust you on that. That means someone must have taken the body. But when I got there, everything was still as it was. Even Skullface hadn't been touched. I can't see a reason to sneak into a place like that and drag out the biggest, heaviest guy there. What are you getting at? That's the target. He got up and walked away. That platform ran him over. Just ran him over. You're saying that's not enough? I don't want to believe it, but maybe not. He shrugs off bullets, even rocket strikes. There's no reason to think that would finish him. It seems ridiculous, but I'll start gathering eyewitness accounts just in case. If you dig up anything concrete, I want to know. You'll be the first, if I dig anything up. But I hope to hell I don't. No kidding. Aber die Halluzinationen könnten gegriffen haben, als er uns eben angegriffen hat. Wer weiß. Vielleicht hat er sich nie wirklich bewegt. Volgin, the Gru Colonel, was burned alive with a Shagohod during Operation Snake Eater 20 years ago. Despite suffering severe burns to his entire body, he still clung to life. After you left Seleniarsk, Volgin's body was taken to a research institute in the outskirts of Moscow. But modern medicine couldn't explain why he was still alive. Not that the Colonel was any ordinary man to begin with. That constant electric current he had running through his body that he could unleash at will. To be honest, I was always uncomfortable around him. Thought I might get electrocuted just by standing nearby. The institute studying him was tasked with investigating and developing human paranormal abilities. The comatose Volgin was used to further the Soviet Union's research into such abilities. But not long ago, the facility burned to the ground, and Volgin's body was never found among the rubble, even though the fire started in the room where they were keeping him. This occurred at around the same time you woke up. If Skullface was right, and a thirst for revenge can turn a man into a demon and keep the dead alive, and this man on fire who's been coming after us ever since you woke up, well, that just might be what's left of our old friend Volgin. It's not over yet. Back in '64, in Seleniarsk, you brought his plans for a utopia down in flames. That grudge is what's keeping him alive. The day the research facility holding Volgin burned down, a Soviet jumbo passenger jet happened to crash nearby, far away to the north of that hospital in Cyprus. On board the plane was a young boy who was being studied. He's coming too. Roger that. The plane fell to Earth from over 8,000 feet, but the boy's body was the only one not recovered. At almost exactly the same time as the crash, Volgin awoke in that facility. According to the Research Institute's documents, the gifts this boy demonstrated included psychokinesis and telepathy. To protect his mind from being inundated with other people's thoughts, he always wore a kind of gas mask. A rudimentary form of psychic insulation, apparently. Genau. We don't know where this boy is, but if Skullface is connected to him, we may cross paths with him yet. This boy is part of a new age, where nothing we understand about the world makes sense anymore. Don't let your guard down.
Also habe ich es mir doch nicht eingebildet. Ihr erinnert euch noch an den ersten Part, die ersten Sekunden? Wir hatten einen Helikopter abstürzen und ich dachte, Mensch, das ist eine Koma-Erlebung, also ein Koma-Erlebnis, Erinnerung an den Tag, an dem der Helikopter in Ground Zeroes abstürzte. Aber nein, mir ist dann etwas aufgefallen. Erinnert ihr euch an Psycho Mantis Sound? Dieses komische... Genau das hat man da auch gehört. Das war nicht der Helikopter von Ground Zeroes, den wir da am Anfang in den ersten Sekunden des ersten Parts von Metal Gear Solid 5 gehört haben. Es war der Helikopter, in dem Mantis drinne saß. Genau zum Zeitpunkt, wo Big Boss aufwachte. Genau zum Zeitpunkt, wo der Rachedurst von Volgin Mantis rief, ihn aus dem Helikopter drängte und dafür gesorgt hat, dass er nur 2 Wochen später das Krankenhaus in Cyprus ganz in der Nähe attackierte. Weil er spürte, dass sein alter Widersacher wieder erstanden war. Gut. Quiet hat hier alles schön ausgeschaltet. Quiet. Die Frage ist, wo ist alles? Da hinten könnten die noch sein. Also auf jeden Fall, das ist das letzte Rätsel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mit dem Racheantrieb ist richtig. Und dass Mantis von Volgin angezogen war, dass er eine eigene Entität war, bis zu dem Punkt, wo dieser Helikoptercrash war, bis zu dem Zeitpunkt, an dem dieses Spiel begann. Der ist ein S-Rang. Ich will den... Ich habe keine Kommandos, was den angeht. Oh, es tut mir leid. Ich werde wieder zurückgerufen. Gerade wo ich eine andere Nebenmission in der Nähe hatte. Oh Mann. Development project has been added.